Die Videoschnittsoftware DaVinci Resolve gibt es nativ für Linux, sogar in einer kostenlosen Version. Bei der Installation, beim Programmstart oder mit den unterstützten Codecs kann es aber Probleme geben. Hier zeige ich euch, wie ihr DaVinci Resolve unter Linux installiert und wie ihr die gängigsten Probleme in den Griff bekommt. Meistens ist das mit ein paar Handgriffen erledigt. Gerade im Kreativbereich bieten Hersteller oft leider keine Linux-Version an. Blackmagic Design ist hier eine Ausnahme. Das professionelle Videoschnittprogramm DaVinci Resolve gibt es auch für Linux, und zwar als kostenlose und als kostenpflichtige Studio-Version. Da das ein Einmalkauf war und kein Abo-Modell, habe ich eine Studio-Lizenz. Die lohnt sich vor allem, wenn man sich auch die neuen KI-Funktionen anschauen will. Die anderen Funktionen stehen auch in der Free-Version zur Verfügung, also etwa Schnitt, Animation in Fusion, Color Grading und Audioanpassungen. Prinzipiell läuft die Installation von DaVinci Resolve so: Die ZIP-Datei beim Hersteller Blackmagic Design runterladen und entpacken, den Installer starten und durch Setup klicken, fertig. Ich installiere hier übrigens die Studio-Version, weil ich eine Lizenz dafür habe. Die Installation der kostenlosen Fassung unterscheidet sich davon aber nicht. Ihr müsst nur die richtige Version runterladen. Für den Download müsst ihr euch kostenlos bei DaVinci registrieren. Was ihr dabei in die Registrierung eintragt, ist völlig egal, denn nach einem Klick auf den Register and Download-Button öffnet sich ein Dialog mit dem Download-Link. Für die Installation ist einiges an Platz nötig. Schon die Download-Datei der Studio-Version ist stolze 9 GB groß, was vermutlich den KI-Funktionen geschuldet ist. Und nach dem Entpacken der Software liegt sie schließlich erstmal doppelt auf der Platte. Das sollte man also im Kopf behalten. Zum Entpacken Rechtsklick auf die ZIP-Datei, öffnen mit Archivverwaltung oder hier entpacken, je nachdem, was es bei euch im Dateimanager gibt. Alternativ auf der Kommandozeile ins Download-Verzeichnis wechseln und mit dem Befehl unzip entpacken. Dann kann ich per Doppelklick auf die Datei mit der Endung .run den grafischen Installer starten und mich durchklicken. Zwischendurch muss ich noch zweimal mein User-Passwort eintippen und fertig. Zumindest die Installation startet unter CachyOS ohne Probleme. Das ist aber nicht bei allen Distributionen so. Der Grund: DaVinci Resolve ist für Rocky Linux optimiert und auf die Bibliotheken, die das mitbringt. Wenn ihr wissen wollt, woran es beim Start hakt, dann ruft das Programm am besten über die Kommandozeile auf, dann seht ihr Fehlermeldungen, die dabei helfen, die Ursache herauszufinden. Ein reibungsloser Start sieht so aus wie hier bei mir. Bei anderen Linux-Distributionen als Rocky Linux kann es aber sein, dass der Installer nach Software sucht, die nicht in passender Version vorhanden ist und abbricht. In diesem Fall macht ihr erst ein Terminalfenster auf, wechselt da mit CD in das Verzeichnis mit der entpackten DaVinci-Datei und ergänzt vorn Skip Package Check ist 1. Das sorgt dafür, dass der Check übersprungen wird. Den vollständigen Befehl blende ich euch hier ein, den Dateinamen müsst ihr natürlich an eure Version anpassen. So, die Installation ist geschafft. Das ist allerdings erst oft die halbe Miete. Auf den meisten Distributionen startet DaVinci Resolve nach erfolgreicher Installation nämlich nicht. So auch unter CachyOS. Der Start im Terminal verrät auch diesmal mehr. Dazu gebe ich den Befehl opt resolve bin resolve ein und wenn dann hier sowas steht wie Symbol Lookup Error, User lib Pango und so weiter, dann sind die veralteten Versionen von Bibliotheken das Problem, die DaVinci selbst mitbringt. Die müssen wir also aus dem Verkehr ziehen, weil sie nicht zum System passen. Sind die erstmal weg, greift DaVinci auf die entsprechenden Systembibliotheken zu und startet dann auch. Am besten bleiben wir gleich auf der Kommandozeile. Ihr könnt das aber auch in einem Dateimanager mit Root-Rechten machen. Mit sudo verschaffe ich mir Adminrechte, dann lege ich ein Verzeichnis für die alten Bibliotheken an, weil ich sie nicht direkt löschen will. Und verschiebe die Bibliotheken in den neuen Ordner. Danach startet DaVinci ohne Probleme. Auch wenn DaVinci Resolve einwandfrei unter Linux läuft, gibt es noch eine Sache zu beachten. Aus Lizenzgründen unterstützt das Programm unter Linux nicht dieselben Codecs wie unter Windows. Mit dem gängigen Audio-Codec AAC kommt es zum Beispiel überhaupt nicht klar. Den nutzt aber zum Beispiel mein Pixel-Smartphone und auch einige meiner Kameras. H264 kodierte MP4-Dateien kann nur die Studio-Version dekodieren und encodieren, also rausrendern, geht nur mit Nvidia-Grafik. Je nachdem, was meine Kameras so produzieren, muss ich da also noch konvertieren. Dazu gleich mehr. Einfacher ist es bei Screencasts und VoiceOver, die ich mit OBS Studio aufnehme. Da habe ich einfach eingestellt, dass das Programm die als MKV-Dateien mit PCM-Audio-Codec speichert. Videoaufnahmen aus Kameras und Framegrabbern konvertiere ich von dem Videoschnitt. Das mache ich entweder mit einem FFmpeg Kommandozeilenbefehl oder einem kleinen Skript. Noch einfacher geht's mit dem grafischen Tool Shutter Encoder. Das lade ich als Up-Image runter, mache es ausführbar und starte es per Doppelklick. Hier kann ich den Clip auch noch kürzen
und dann mit dem gewünschten Video- und Audio-Codec konvertieren. Wenn man die Einstiegshürden mal übersprungen hat und einen Workflow für die Codecs gefunden hat, ist DaVinci Resolve eine spektakuläre Videoschnittsoftware für Linux. Zwar lassen sich einfache Projekte auch mit Kdenlive umsetzen, bei umfangreicheren Videos spart man mit DaVinci aber viel Zeit und kann auf viele Features zurückgreifen. Schneidet ihr eure Videos bisher schon mit DaVinci? Oder welche Videoschnittsoftware kommt bei euch zum Einsatz? Schreibt's mir gern unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.